Servus zusammen. Heute schauen wir uns an, was ich mir gekauft habe fürs Auto. Es handelt sich um einen Akku-Handstaubsauger, um den Einhell TE-VC 18 Li Solo, also 18 Volt Single Akku. Der kommt ohne Akku und Ladegerät und kostet um die 35 Euro. Jetzt machen wir zusammen ein Unboxing, ein Review wird folgen, in dem ich einige Tests mache. Das werde ich euch dann auch zeigen. Das ist jetzt nur das Unboxing. Wenn ihr das Unboxing nicht sehen wollt, könnt ihr gerne abschalten. So, ich habe es natürlich schon aufgemacht, ne? Nur um reinzuschauen. Also machen wir das geht auf. Könnt ihr die Box öffnen. Ich zeige euch jetzt den Inhalt. Da waren noch 2 Kartons. Da ist nichts drinnen. Ihr habt 3 verschiedene Aufsätze. Den für die Sitze mit relativ weichen Borsten. Den könnt ihr für die Sitze verwenden. Da habt ihr noch diesen hier für die Zwischenräume. Der ist relativ schmal, also ist es gut, weil dadurch hat er mehr Saugleistung, oder sagen wir mal so, die Saugkraft wird besser übertragen. Dann habt ihr noch diesen für Böden. Was ist noch drin? Eine Verlängerung. Wie lang die ist, weiß ich jetzt nicht genau. Um die 50 cm schätze ich. Dann habt ihr noch die ganze Bedienungsanleitung und so weiter und so fort. Dann habt ihr den Sauger selbst. Da könnt ihr sehen, wenn ihr den Sauger online registriert, bekommt ihr 3 Jahre auf das Gerät Garantie oder auf den Akku, wenn ihr einen habt oder einen jetzt neu kauft, 2 Jahre. Zusätzlich hat man die Chance auf einen Gewinn, macht einen wertigen Eindruck. Ihr könnt euch mal selber anschauen. Die Tasten. Es ist etwas schwerer, ihn auszuschalten, aber ich schätze, das ist extra. Ihr seht es ja selber, ich brauche viel mehr Kraft, um den auf Off zu drücken. Ich schätze, dass es extra ist, dass man nicht zufällig den Sauger ausschaltet. Da schließt man den Akku an. Da steht immer, da steht immer das Produktionsdatum und das Jahr, also und die Nummer. Habt ihr auch einen QR-Code, wo die Artikelnummer oben steht. Wie ihr seht, macht einen wertigen Eindruck, fässt sich gut. Da habt ihr einen einhändig ist das etwas schwer. Macht den einfach drücken und dann den Behälter könnt ihr dann abmachen. Wir sehen uns gleich. So, abgemacht, seht ihr nun, wie es ausschaut. Da habt ihr einen Filter drinnen, den könnt ihr einfach herausziehen. So sieht er aus. Den legt ihr wieder rein. So sieht er aus. Ihr könnt jeden Einhell 18 Volt Akku verwenden, jeden modernen, ich glaube die ältere nicht. Und ich habe das noch, obwohl ich ehrlich gesagt nicht weiß, für was das gut ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, ich habe keine Ahnung, für was das ist. Wenn ihr bis zum Ende geschaut habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen oder eine Frage stellen, wenn ihr Fragen zu dem Artikel habt. Ich kann es derweil, also ich habe ihn noch nicht ausprobiert, aber es ist viel gemütlicher, einen eigenen Akku-Handstaubsauger oder Akkusauger zu haben. Wenn man kein Haus hat, oder keinen Stromanschluss hat, dann ist so eine Akku-Option wirklich super. Und man muss nicht immer, sagen wir mal, 2 Euro für Saugen ausgeben. Man gibt einmal für den Sauger, in diesem Fall um die 35 Euro, und einen kleinen Akku, der muss nicht riesig sein. Und das Ladegerät, ich glaube, da ist man bei 50, 60 Euro und man
man hat dann ständig das Gerät und man kann überall und jederzeit sein Auto reinigen, saugen. Und das finde ich halt der Grund, wieso ich mir diesen Sauger gekauft habe. Jetzt natürlich kann ich nichts zu ihm sagen, weil ich ihn nicht ausprobiert habe. Aber sobald ich ihn ausprobiert habe, werde ich euch das Video zeigen und von ihm berichten. Es wird nicht der einzige sein. Ich werde in Zukunft noch viele verschiedene testen und dann auch vergleichen und natürlich auch ein bisschen wissenschaftlicher die Tests. Das ist jetzt eins von meinen ersten, sagen wir mal, Unboxing und Reviews. Aber in Zukunft werden noch einige andere Marken, werde ich natürlich testen. Ich werde so viel testen, wie es geht. Das ist mein Ziel. Ich will euch die besten Sachen zeigen und wirklich Sachen, die nötig sind. Ich finde sowas preislich sehr attraktiv. Ich meine, so ein großer Sauger kostet um die 50, 60, 70, auch deutlich mehr. Ich meine, ich rede jetzt von den günstigeren Akkusaugern, Behältern, die mit 10, 15, 20, 25 Litern. Sie haben natürlich viel mehr Saugkraft, aber das ist halt optimal für Sitze und sowas. Wenn man normal reinigt, der kann natürlich kein Wasser saugen, sollte man nicht. Das ist der Filter nicht geeignet, für das ist, glaube ich, der Sauger auch nicht geeignet. Da müsste einen Nass- und Trockensauger kaufen. Aber das einmal, für das Geld hat man schon sehr viel. Ich meine, mit dem einen wird man auch nicht viel nass saugen, wenn man zur SB-Box fährt. Da wird man auch nicht viel nass saugen, schätze ich mal. Ja, und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video sehen und bedanke mich fürs Schauen und danke.